Sony hat den Bogen endgültig überspannt. Ihr dachtet, die nächste unverschämte PS Plus Preiserhöhung wird von der Community wieder einfach Stillschweigen geschluckt? Falsch gedacht. Die Gamer schlagen jetzt zurück und zwar vor Gericht. Die PR-Aussage von Sony, das übliche Geschwafel von herausforderndem wirtschaftlichen Umfeld, bedeutet einfach, dass Marathon Unmengen an Geld verschlungen hat und dieses fette Loch in der Kasse sollt ihr jetzt über die Abopreise wieder abstottern. Aber das lassen sich die Spieler nicht mehr bieten. In den USA läuft jetzt eine massive Sammelklage wegen Monopolausnutzung und knallharter Abzocke der eigenen Playerbase. Und als wenn das noch nicht reicht, lässt Sony direkt die nächste Bombe platzen. Und diesmal trifft es die PC-Spieler. Aus internen Berichten kam diese Woche heraus, PlayStation-Chef Hermann Hulst hat intern die Reißleine gezogen. Das große Experiment, PlayStation-Hits auf PC zu bringen, ist für Singleplayer-Spiele offiziell tot. Kommende Blockbuster wie Marvels Wolverine werden künftig wieder PlayStation-exklusiv bleiben und gar nicht mehr für Steam erscheinen. Auf PC wird nur noch das geschoben, was Sony im Live-Service-Bereich an die Wand fährt. Und während Sony verklagt wird, senkt Microsoft plötzlich die Game Pass-Preise. Aber macht euch keine Hoffnungen, nicht weil die neue Xbox-Chefin Asha Sharma plötzlich unsere neue beste Freundin ist, sondern weil ihr gigantischer Masterplan komplett kollabiert ist. Sie mussten Call of Duty aus den Day-One-Releases des Game Pass streichen. Warum? Weil die normalen Verkaufszahlen komplett kannibalisiert wurden. Die Preissenkung ist also kein Geschenk, sie ist reine Schadensbegrenzung, um einen Massenexodus der Abonnenten zu verhindern. Aber wenn ihr dachtet, Sony und Xbox hätten gerade Gegenwind, buckle up! Denn bei Ubisoft ist gerade die nukleare Kernschmelze ausgebrochen. Der Publisher hat seinen offiziellen Finanzbericht vorgelegt und das Ergebnis ist ein historisches Desaster. Ein Rekordminus von unfassbaren 1,3 Milliarden Dollar. Die Quittung kam sofort. Die Aktie ist um über 15% gecrasht und brennt lichterloh. Jahrelang hat Ubisoft die Spieler mit seelenlosen Copy-Paste Open Worlds, gierigen Mikrotransaktionen und verschobenen Spielen einfach hingehalten. Jetzt ist das Kartenhaus komplett in sich zusammengefallen. Keine großen Hits, über 1500 entlassene Mitarbeiter und pure Panik in der Chefetage. Das ist die absolute Endstufe von Go broke because you treated your players like garbage. Die Gaming-Dinosaurier sterben aus und Ubisoft steht gerade ganz vorne. Dass die Gier der Publisher aktuell völlig außer Kontrolle gerät, zeigt auch das Drama um Subnautica 2. Krafton kauft das Studio Unknown Worlds im Jahr 2021 für eine halbe Milliarde. Im Vertrag steht, bringt ihr Subnautica 2 rechtzeitig raus und knackt die Marke von rund 70 Millionen Dollar Umsatz, zahlt Krafton einen fetten Bonus von bis zu 250 Millionen Dollar extra. Und zwar direkt an das gesamte 100-köpfige Entwicklerteam. Für normale Angestellte ging es hier um lebensverändernde 6- bis 7-stellige Summen. Aber als Krafton merkte, dass die Entwickler dieses Umsatzziel locker erreichen, feuerte die Chefetage kurzerhand die Studiobosse. Der Plan, den Release künstlich über die ursprüngliche Deadline von Ende 2025 hinaus zu verzögern, damit der Bonus verfällt. Ein absolut schmutziger Ninja-Loot-Versuch. Doch Krafton hat die Rechnung ohne die Justiz gemacht. Im März 26 durchschaut eine Richterin in Delaware diesen gierigen Move. Das Urteil ist eine absolute Ohrfeige für den Publisher. Der gefeuerte CEO Ted Gill muss sofort wieder eingesetzt werden und die vertragliche Bonusfrist wird gerichtlich bis September 26 verlängert. Subnautica 2 ist phänomenal in den Early Access gestartet und hat die geforderten 70 Millionen Dollar Umsatz innerhalb weniger Tage regelrecht pulverisiert. Bei einem Preis von $30 bedeutet das über 2 Millionen Verkäufe in den ersten Tagen. Mittlerweile steht das Spiel schätzungsweise bei knapp 5 Millionen verkauften Einheiten und einem Gesamtumsatz von 150 Millionen Dollar. Im neu erschienenen Forza Horizon 6 tricksen die Spieler das System aus. Um den üblichen Grind zu umgehen, nutzen sie einen Exploit. Sie kombinieren das Auto-Drive-Feature der KI mit einem extrem simplen Controller-Hack. Über Custom Trackcodes lassen die Leute das Spiel komplett AFK laufen und farmen Credits in Millionenhöhe. Das hebelt die Ingame-Wirtschaft aus und die Spieler kaufen sich die teuersten Schlitten einfach so. Klar, Gamer sind wie Wasser, sie wählen immer den Weg des geringsten Widerstands. Aber der wahre Schuldige ist die Industrie. Wenn Publisher Spiele künstlich wie einen stressigen Zweitjob designt, nur um Engagement-Metriken für Investoren hochzuhalten, verliert das Gameplay seine Seele. Wenn sich Zocken wie Arbeit anfühlt, behandeln Spieler es auch so. Und dieser AFK-Exploit ist die logische Quittung für ein kaputtes Game Design. Aber nicht alles ist schlecht.
Mitten in dem ganzen Live-Service-Chaos haben Warhorse Studios, die Macher von Kingdom Come Deliverance, aus dem Nichts eine Bombe platzen lassen. Sie arbeiten an einem echten Open-World-RPG im Herr der Ringe-Universum. Es gibt sie also noch, die guten Nachrichten. Aber was denkt ihr? Wer hat die größte Klatsche verdient? Ihr könnt schreiben, ich kann lesen.